So Leute, wir sind jetzt gerade hier in Schweden unterwegs und was haben wir natürlich mal wieder gefunden? Einen Bunker. Den inspizieren wir jetzt erstmal. Wir haben sich schon ein bisschen alles abgerodet irgendwie und dann ist er scheinbar wieder ans Tageslicht gekommen. Und man sieht jetzt hier überall praktisch die Betonkerben beziehungsweise dass sie das hier schon wieder mit Zementbeton zugekleistert haben. Der hatte praktisch überall hin Sicht, konnte entsprechend Feuerlinien ziehen. Hier oben war direkt mal ein Baum gewachsen. Und ich habe schon gesehen, hier geht es abwärts. Hier ist der Zugang. Ich will mal kurz eben Licht machen, damit wir jetzt was sehen. Ob ich das jetzt so machen kann hier. Ist gerade ein bisschen schlecht, weil ich das mit einer Hand machen muss. Hier nicht ohne Düse. So. Okay. Jetzt mal praktisch schon unten ziemlich kurz der Weg und ja, entsprechend niedrig alles. Und hier ist schon eine Tür. Die lässt sich allerdings nicht. Ist so jetzt wahrscheinlich wieder zu. Kriege ich nicht auf. Die geht nicht auf. Und die haben sich schon mal geöffnet. Oh, jetzt müssen wir mal ein bisschen Licht machen. Nur die zweite Lampe. Oh, das geht auch gerade so. Oh, hier ist schon das Grundwasser hochgekommen. Hier dürfte man jetzt nicht reintreten, sonst war es das. Ja, jetzt stehen hier zwei so eine Art Betten, würde ich jetzt fast mal behaupten. Hier auf der Seite auch. Ja, ich stehe jetzt hier ziemlich im Eingang, da ist es nicht gerade hoch, die Wand. Und da, weiß nicht, ob man es sehen kann, geht es praktisch jetzt in die Bunkerglocke, nenne ich sie jetzt mal, wo man die einzelnen Schießscharten da oben hat. Ja, so einen Schritt machen hier reinknalle. Und hier, da fokussiert er ja, da kann man noch irgendwas sehen, römisch, 3, 4, 5, ja, da war mal irgendwas, ein Funkgerät oder ähnliches war vielleicht angeschlossen. Ja, hier ist die Leiter und hier liegen praktisch zwei so eine Türen, keine Ahnung, vielleicht waren die mal für hier oben irgendwie gedacht. Oh, jetzt müsste ich mal gucken, wie ich jetzt hier hochkomme. Die Lampe mal hier hin. Hält die Leiter, hält. Man muss das mal vorher mal checken, sonst Absturzgefahr. Boah, das ist nichts für große Leute hier. Jetzt geil. Genau. So. Ich bin hier oben auf diesem Podest. Hier sieht man von außen nur noch langsam der Waldboden durchkommen. Das waren jetzt praktisch die einzelnen Schießscharten. Tja, keine Ahnung. Vermutlich. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob hier unbedingt ein Maschinengewehr war, aber zumindest ein MG, ein normales Gewehr, konnte man sich hier aufstützen. Auf diesen, ja, Brettern und dann in Ruhe schießen, wobei, tja, fraglich. Ich kenne so eine Konstruktion nicht. Hier oben, ja, sieht man irgendwie noch so eine Art,
ja, Nagel. Vielleicht gab es hier noch eine Aufhängung. Tja, keine Ahnung, was genau hier drin war. Auf jeden Fall irgendwas Kleinkalibriges, also kein richtiges Geschütz in dem Sinne. Also wahrscheinlich dann doch ein MG. Aber wie das jetzt hier genau aufgebaut war, kann ich nicht sagen. Aber interessant, sowas hatte ich jetzt in der Form noch nicht gesehen. Ja, im Prinzip war es das hier auch schon. Ich vermute aber mal, dass das ein Bunker ist, der hier auch zum Netzwerk gehört. Dass wahrscheinlich mehrere hier irgendwo in der Gegend stehen, um halt die einzelnen Bereiche abzudecken. Es ist selten so, dass ein Bunker irgendwo alleine steht. Also entweder sind die schon abgerissen oder halt irgendwo noch versteckt. Ja gut, ich gehe jetzt wieder runter und dann war es das auch schon. Bis dahin. Ja Leute, so wie ich mir schon gedacht hatte, meine Vermutung war schon korrekt. Ich bin jetzt mal hier weitergegangen, weil man hier ganz gute Einsicht über das Gelände nehmen kann. Und dann habe ich natürlich spontan den nächsten Bunker hier gefunden. Wie gesagt, die Bunker bilden eigentlich mehr oder weniger immer so ein Netzwerk. Es gibt meistens halt so einen Leitbunker und dann halt mehrere, die dazugehören, die bestimmte Bereiche abdecken. Und der war jetzt keine 100 bis 150 Meter von dem anderen jetzt entfernt, der jetzt hier scheinbar praktisch diesen Bereich abgedeckt hat. Wo, aus welcher Zeit jetzt genau, kann ich gar nicht sagen. Könnte es noch Zweiter Weltkrieg sein, aber könnte auch eher schon Kalter Krieg sein. Aber so wie es aussieht, kommen wir hier wahrscheinlich gar nicht rein. Hier wäre die Luke, Einstiegsluke, und die ist dicht. Die ist dicht, bei der anderen war die schon geöffnet. Sieht ja, hier ist jetzt massive Steinplatte, die kriege ich sogar gar nicht hoch, will ich jetzt auch gar nicht. Hier sieht man noch die, keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwie haben sie hier auch schon Zement, Beton drauf gekippt, dass man hier nicht reinkommt. Aber ja, nicht schlecht, ne? Es ist im Prinzip wieder das gleiche, der gleiche Aufbau. Mehrere Schießschaden an den Seiten, die hier schon mit Beton, Zement zugemacht wurden. Ja, aber diese Tarnung so habe ich in der Form halt auch noch nicht gesehen. Aber die sieht mir halt noch irgendwie zu neu aus. Also ich könnte mir vorstellen, dass das schon nicht mehr Zweiter Weltkrieg ist. Sondern, ja, keine Ahnung. Kalter Krieg, irgendwas in der Richtung. Ja, ich gucke vielleicht noch mal ein bisschen weiter, ob ich noch was finde. Ansonsten, ja, war es das erstmal. Direkt an der Straße stand da wohl auch noch mal einer, aber ein deutlich größerer, der hier schon zum Teil abgerissen ist. Hier sieht man noch irgendwie einen Teil von dem Fundament. Und hier unten an der Straße wieder dieses typische Camouflage. Aber das war mal irgendwas Größeres hier. Der ist komplett zugeschüttet. Da guckt auch noch ein bisschen was durch. Und ja, man ist jetzt hier direkt an der Straße leider. Mal ein bisschen hier runtergehen. Sieht man hier noch so überall an den Seiten. Der war wohl so mit den Steinen direkt, die es hier überall gibt, so ein bisschen zusammen. Ja, damit das halt nicht so auffällt und natürlich wirkt, halt so reingebaut. Ja, hier an der Seite sieht man das auch. Da sind nämlich die ganzen Steine schön drüber gelegt, außer man hätte den so ad hoc wahrscheinlich auch gar nicht sehen können. Und somit ist das der Überraschungsmoment dann auch auf der Seite des Verteidigers. Aber interessant. Schade, dass der hier komplett... Ja, hier ist sind irgendwelche Waldarbeiter durchgegangen. Da hinten sieht man noch den anderen Bunker. Und ja, das Gelände ist praktisch einmal umgegraben, mehr oder weniger.
Nun gut, so, es regnet jetzt wieder mal. Den ganzen Tag schon so. Und so viel dazu. Bis dahin. So Leute, nochmal was Interessantes entdeckt zu der ganzen Anlage hier. Diese Findlinge sind mir auch ins Auge gefallen, weil die relativ unnatürlich stehen. Praktisch wie in einer Reihe. Sieht so ein bisschen aus wie eine Panzersperre. Weil die liegen zwar hier überall rum, aber so wie die hier liegen, sieht mir das ein bisschen so aus, als ob die bewusst so gelegt worden sind. Man sieht das hier. Man kennt es ja jetzt von anderen Bunkeranlagen am Westwall etc. oder Siegfriedlinie, wo die mit so Betonklötzen und Pfeilern gemacht wurden. Und hier hat man einfach die Findlinge, die hier überall rumliegen, genommen und die praktisch in Position gerückt. Also der scheint das hier schon richtig abgeriegelt zu haben. Also das Gelände scheint doch größer zu sein, als ich das ursprünglich angenommen habe. Ich gucke jetzt noch einmal irgendwie auf dem Hügel hier, ob ich so was sehe. Und ansonsten breche ich dann ab. Aber nicht schlecht.